Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Heute wieder mit Westernzeit, genauer gesagt mit dem Film Die Meute lauert überall. Ein US-Western aus dem Jahr 1956. Technicolor gefilmt mit einer Spielzeit von 77 Minuten. Der Film handelt in Oregon im Jahr 1842, aber man fühlt sich ein bisschen mehr zurückversetzt ins europäische Mittelalter oder ein mittelalterliches Lehen, denn der Großgrundbesitzer Gerard Montgomery führt die Stadt Twin Peaks mit eiserner Faust und eine ganze Gruppe von Gesellen um sich geschart, um das auch durchzusetzen. Und als es aber einen Übergriff auf seine Ehefrau Hannah noch dazu kommt, da versteht er gar keinen Spaß und ein Schuldiger wird ja auch schnell gefunden in Form von Dan Kirby, einem hiesigen Farmer. Und ob der nun jetzt unschuldig ist, das interessiert eigentlich niemand. Montgomery fungiert hier als Ankläger, Richter und Henker. Und der Mann wird auch sehr schnell am nächsten Baum aufgehängt. Und jetzt kommen wir zu einer Spezialität des Films, die man heute wahrscheinlich den Film so nicht mehr sehen wird. Nämlich, dass Montgomery hier seine Gesetze selbst macht in diesem Gebiet. Und eines besagt, dass Frauen, die ja, alleinstehend sind und, oder also unverheiratet oder auch verwitwet, freiwillig sind. Und dem gehören, der sie sich nimmt, mag auch sein, mit Gewalt sein. Und die Ehefrau nun von dem gerade frisch gehängten Dan Kirby, Packer, eine Indianerin, ist natürlich sofort im Mittelpunkt der Gesellen von Montgomery, die sofort ein Auge auf sie schmeißen, und nur durch die Unterstützung von Montgomerys Ehefrau, die sich auf ihre Seite schlägt, können die beiden nun ja Reißaus nehmen. Sie versuchen zu dem Stamm von Parker zu kommen, wo sie dann schon entsprechend Schutz hätte. Sie treffen unterwegs auch auf ein Mitglied ihres Stammes, aber letztendlich werden sie dann doch von den Häschern von Montgomery gefasst. Und der Indianer wird auch noch getötet, was dann für den späteren Verlauf des Films auch noch mit den Indianern erhebliche Probleme auf sich zieht. Und um die ganze noch die Kür oben drauf kommt es dann auch dazu, dass ein gewisser Tex Kirby, ein ehemaliger Texas Ranger, in die Stadt kommt, nämlich der Bruder von Dan Kirby, der auch alles andere als begeistert ist, auf was er hier trifft, was für ein Moloch von Stadt, und dass sein Bruder hier gehängt wurde. So, das jetzt mal als Ausgangssituation, also ungefähr ein Bild seid, um was es in dem Film geht. Wir haben hier mit Roy Calhoun neben Jeff Chandler, Eddie Murphy wahrscheinlich einen der wichtigsten Western-Darsteller für Universal in den 50ern. Er hat natürlich jetzt nicht nur exklusiv für Universal Studios, er hat auch für andere Studios gearbeitet, aber exklusiv hat er sich eigentlich fast, könnte man schon sagen, dem Western-Genre verschrieben. Und ich würde auch sagen, seine Westernfilme sind meistens sehenswert. Er ist ein glaubhafter Western-Darsteller, spielt stets integer und hat auch, er ist aufs Wesentliche fokussiert, würde ich jetzt mal sagen, in seinen Rollen. Irgendwelche mal aufgesetzten und überflüssigen Liebeleien sieht man dann auch eher selten. Und auch hier in Die Meute lauert überall haben wir einen den nachdenklichen Rächer, den man ihm glaubhaft abnehmen kann. Das spielt er ganz gut, und trotzdem ist der Film eher einer seiner schwächeren Beiträge, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ich schwäche das jetzt so mal ab, dass ich sage, okay, noch ein schlechter Roy Calhoun-Film ist immer noch besser als viele andere B-Western. Deswegen sollte man das jetzt nicht ganz auf die Goldwaage legen. Der Einstieg des Films ist relativ gekonnt. Man bekommt quasi erstmal eine dialogfreie Sequenz geliefert, die ein bisschen so einen Überblick über die Stadt Twin Peaks zeigt. Es werden mehrere Figuren eben dann auch eingeführt, unter anderem die weibliche Hauptrolle von Hannah Montgomery, gespielt von Yvonne De Carlo. Und wir hören ja auch den Titelsong Raw Edge über ausdrucksstarke visuelle Bilder. Und das ist eine, sagen wir mal, gekonnte Komposition aus Blick- und Bewegungsrichtungen. Und ja, nach echt 15 Minuten gibt es dann auch dann den ersten Auftritt von Roy Calhoun, der eigentlich eher aus der Tiefe des Bildes in die Stadt einreitet, während der Hauptaugenmerk noch im Vordergrund verharrt. Und
ja, wirkt alles eigentlich gekonnt und nach einem recht, würde ich jetzt mal sagen, klugen und unaufgeregten Regiestil. Aber leider verkommt der Film relativ schnell und flott in ein Kammerspiel und mit ein paar wenigen Figuren nur noch und die sind dann auch leider komplett überzeichnet und eindimensional bösartig und ja, und das ist ziemlich üblich Schwarz-Weiß-Malerei, was der Film hier dann aufwartet. Wenn man dann mal den Cast anschaut mit Neville Brand, Emil Meyer und Robert J. Wilk, ja, das sind halt also typische Western-Bösewichte, die man schon in zig Western gesehen hat. Das soll oder auch in dem einen oder anderen Film Noir natürlich als Bösewicht auftreten können. Das sind sie so richtige Drecksäcke. Das können sie auch und hier ist es aber schon ganz arg überspitzt auch. Und wir haben noch Rex Reason, der ja auch mitspielt. Ja, der ist jetzt eher einer der freundlicheren Natur innerhalb des Films, aber auch ist es auch so ein enttäuschend Stereotyp, diesen Glücksspieler, den er hier darstellt. Der kann leider dann am Ende dann auch nicht punkten, wobei er, wie gesagt, nur einer der sympathischsten Figuren im Film darstellt. Grundsätzlich würde ich sagen, dass der Film Die Meute lauert überall leidet vor allem unter einem unausgereiften und oder noch nicht wirklich fertigen Drehbuch. Das ist jetzt nichts Seltsames, manchmal sind Drehbücher, also Skript, noch nicht fertig zu Drehbeginn und werden dann noch angepasst, aber also ich denke mal, dass man hier irgendwas auf jeden Fall noch nicht richtig fertig war und das vielleicht auch nicht so richtig funktioniert hat, während der Dreharbeiten das zu kitten. Die Handlung und die Nebenhandlung des Films bleibt nämlich meistens ziemlich oberflächlich und auch meistens nicht wirklich zu Ende gedacht, das Ganze. Das ist, dann hast du sogar bei vielen Figuren auch noch irgendwelche lose Enden, die verworfen werden. Und da, als Beispiel wäre auch hier nochmal der Oberschurke Gerard Montgomery, der eigentlich die Hälfte des Films eher durch Abwesenheit glänzt, bis er dann irgendwann, wenn er benötigt wird, dann einfach irgendwo aus dem Hut wieder rausgezogen wird und das Ganze eher so abstrus und Hanebüchern inszeniert. Ansonsten wirft der Film eigentlich eher so orientierungslos mit böswilligen Schurken und Indianern bloß so um sich. Und auch gerade die Indianer innerhalb des Films wirken für mich ja eher aufgesetzt. Den ganzen Plot um die Indianer hätte man genauso gut weglassen können. Das wirkt eher so wie, boah, irgendwas könnte man jetzt noch einbauen. Oh, Indianer, das geht immer. Und wie gesagt, hätte man weglassen können, sich vielleicht auf die anderen Figuren konzentrieren. Ähm, Positiv gesehen könnte man jetzt sagen, der Film wirkt vielleicht auch oft einmal unvorhersehbar. Ja, aber das ist ja eher deswegen, weil viele von den Wendungen, die der Film dann aufbereitet, einfach so abstrus und abwegig sind und auch gar keinen Sinn oft ergeben. Und das, ja, das kann man dann auch wieder nicht als positiv ansehen. Ähm, Die Figuren selbst, auch hier das nächste Problem, die Figuren haben eigentlich keine Entwicklung. Die sind ja eigentlich schon bereits am Zenit ihrer Bösartigkeit angelangt und was will man hier noch großartig bringen? Und stattdessen bietet der Film halt dann eine Aneinanderreihung reißerischer Szenen, die halt quasi so die Unmenschlichkeit des Schurken aufzeigen soll. Und hier muss man aufpassen, dass man jetzt, wir haben es ja immer noch mit einem Kammerspiel zu tun, dass man hier reißerisch nicht mit Action verwechselt, denn das ist wieder was anderes. Die besagte weibliche Hauptdarstellerin Yvonne Di Carlo, ja, die hängt leider in dem Film auch irgendwo in dem Korsett des Drehbuchs fest, kann keinerlei Akzente setzen. Ja, sie macht ihre Rolle so, wie es halt irgendwie gerade passt, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Highlight im Film. Die Dame kann wesentlich besser, wie man ja zum Beispiel von anderen Filmen von ihr kennt, wie Die Freibeuterin zum Beispiel oder auch Die Zehn Gebote, wo sie auch mitgespielt hat. Regie führte hier John Sherwood.
Das ist eigentlich ein Regisseur, den man eigentlich eher als Second-Unit-Regisseur kennt. Der hat unter anderem für Leute gearbeitet wie Anthony Mann oder John Sturges. Also es ist ein richtig solider und guter Handwerker. Und das würde ich jetzt mal sagen, das ist auch die Stärke des Films, die am besten ausgeprägt ist, am positivsten. Denn man kann im Film jetzt nicht sagen, dass er handwerklich oder technisch schlecht wäre. Das ist aber allgemein etwas, was viele dieser, sagen wir mal, 50er Jahre Universal B-Western betrifft. Die sind meistens auf der handwerklichen Seite wirklich gut gemacht und auch visuell eigentlich auch immer recht gut und schön anzuschauen. Da haben wir nämlich auch hier mit Kameran Maury Kurtzman, der zum Beispiel auch verantwortlich war für Zur Hölle und zurück mit Eddie Murphy oder Das Goldene Schwert, Rock Hudson. Und der hier auch relativ attraktive visuelle Bilder abliefert. Also da kann man nichts sagen. Das Technicolor ist relativ hell und hochqualitativ. Also, wie ich sagte, Universal, da wird eigentlich schon eine Show abgeliefert von der Ebene. Gedreht haben wir hier nicht in Oregon, sondern in Kalifornien, unter anderem in Idlewild. Aber sagen wir mal, zu Gunsten der Story funktioniert das eigentlich ganz gut, Kalifornien hier als Drehort. So als ja, illustre Nebeninfo könnte man jetzt noch erwähnen, dass in dem Film durchgehend jeder eigentlich einen Stetson trägt. Der Film spielt aber 1842. Stetson wurde eigentlich erst in den 1860ern etabliert. Und das gleiche gilt für den Colt Peacemaker, der auch hier auch durch die Bank ja, so ziemlich von allen benutzt wird, der sogar erst in den 1870ern etabliert wurde. Na gut, da hat man es jetzt historisch gesehen nicht so genau genommen. Der Titelsong Raw Edge gesungen und aus der Feder von Terry Gilkison, den dürften die anderen, der eine oder andere von euch, mein Gott, ein schwieriger Satz, wahrscheinlich auch noch indirekt kennen, denn der Mann hat eben auch The The Bare Necessities verbrochen aus Disneys Das Dschungelbuch, das wahrscheinlich schon ein wirklich sehr bekannter Hollywood-Song ist. Na gut, ziehen wir jetzt mal einfach einen Strich unter dem Film. Roy Calhoun, wenn man sich den Film anschaut, kommt man schnell auf den Schluss, ist doch ein wesentlich besserer Darsteller, als man oft von ihm glauben mag oder besser als seinen Ruf. Gut, ich kenne einige Filme von ihm, ich weiß das, aber auch hier ist eigentlich nichts zu beanstanden. Der kann seine Rolle abliefern und das macht er sehr gut. Aber ansonsten haben wir es hier eigentlich mit einem ziemlich durchschnittlichen und naja, teilweise schon abstrus schrägen Western zu tun, der nicht unbedingt ein Highlight auch innerhalb der Universal B-Movies im Western-Bereich darstellt. Und ich würde mal sagen, ich gebe dem Film 5 von 10 möglichen Punkten. Und das ist, denke ich mal, so mehr oder weniger noch gerechtfertigt. Ja, in dem Sinne würde ich jetzt mal sagen, wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß bei eurem nächsten Film, ob es jetzt ein Western ist, ob es ein B-Movie-Western ist oder ein Film mit Roy Calhoun, das bleibt jetzt euch überlassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.